Was mache ich bei Aufgaben, die ich nicht so gerne mache? Wie gehe ich damit um? Du hast nur diesen Moment, in dem du das Video schaust. Und du erledigst auch immer Aufgaben zum Zeitpunkt jetzt. Ob es Aufgaben sind, die du nicht magst oder Aufgaben sind, die du magst, sind Bewertungen, die in deinem Verstand stattfinden. Doch führst du eine Aufgabe nicht mit Hingabe zum jetzigen Moment aus, dann lebst du nur ein halbes Leben. Denn du lebst in Unfrieden und im Mangel. Die Aufgabe wäre nicht so toll, wie du es dir vorstellst. Mache dir bewusst, diese Bewertung findet in deinem Kopf statt. Du entscheidest, wie du eine Aufgabe bewertest, ob gut oder schlecht. Lebe ein Leben in Fülle, in dem du jede Aufgabe mit Hingabe zum Zeitpunkt jetzt ausführst. Nur deine Gedanken geben dir vor, ob eine Aufgabe besser oder schlechter scheint. Doch bewertest du eine Aufgabe, die du nicht magst, die du für schlecht empfindest, bei einer Aufgabe, bei der du genervt bist, dich genervt fühlst, dann sind das alles Reaktionen durch deinen Verstand, weil du einer Aufgabe eine Bewertung schenkst. Du lebst im Mangel. Anstatt den jetzigen Moment mit Hingabe zu leben, die Aufgabe mit Hingabe auszuführen. Eine Aufgabe wird demnach von dir erledigt, so wie du sie wahrnimmst und dazu machst. Ganz einfach. Mein Leben besteht daraus, immer wieder neue Aufgaben in mein Leben zu ziehen, mich neuen Dingen zu stellen, neue Herausforderungen anzugehen, dem evolutionären Prozess der Veränderung mitzugehen, indem ich Neues lerne, mich neuen Herausforderungen stelle, kann ich lernen, erkennen, erkennen, dass ich einer Aufgabe, einer Situation eine Bewertung schenke. Viele Aufgaben in meinem Leben habe ich auch mit Unzufriedenheit gemeistert, war genervt, war nicht zufrieden mit der Situation, mit der Aufgabe, wie sie war. Ob im Autohaus, in der Führung, im Verkauf, im Kundendienst, in der Projektleitung als Eventmanager, in der Hotellerie, Gastronomie, im Outdoor-Gewerbe oder auch beim Surfen. Ich führte viele verschiedene Aufgaben aus. Und ja, es gab auch Aufgaben, die ich nicht so gerne meisterte. Doch ich erkannte auf meinem Weg mehr und mehr, dass der jetzige Moment das Einzige ist, was ich wirklich habe. Jetzt, dieser Moment, in dem ich das Video hier für dich aufnehme, ist das Einzige, was mir jetzt in diesem Moment bleibt. Und ich erkannte, dass ich jetzt diesen Moment mit Hingabe leben kann. Ob ich eine Aufgabe gerne tue oder nicht so gerne tue, ist nur der Verstand, der diese Aufgabe wertet. Du kannst dich entscheiden, diese Aufgabe mit Hingabe auszuführen, ganz bewusst und dir klar zu machen, dass es immer wieder dein Verstand ist, der diese Wertung vornimmt, oder aber auch die Situation ändern. Weiterhin auf deinem Weg das tun, was dich erfüllt. Und ja, es gibt auch Situationen, in denen wir Rückzug benötigen,
indem wir nicht wissen, wie es weitergeht, indem wir uns selbst blockieren. Doch dann gilt es hinzuhören, den Verstand auszuschalten, den jetzigen Moment wahrzunehmen, Geduld zu haben, klar sehen zu können, wohin uns das Leben führen möchte. Sei dir daher bewusst, dass du nur diesen Moment hast. Dieser Moment ist dein Leben. Und führst du einen Job, eine Aufgabe, eine Arbeit aus, die dich nicht erfüllt, die du als lästig, als ermüdend, als anstrengend wahrnimmst, dann lebst du nur ein halbes Leben. Du lebst im Mangel, anstatt in der Fülle, das zu tun, was dir Freude bringt, was dich interessiert. Und dir bewusst zu sein, dass die Wahrnehmung einer Aufgabe, die Bewertung einer Aufgabe lediglich in deinem Verstand stattfindet. Mache dir bewusst, was das Leben ausmacht. Diesen Moment. Und du entscheidest, wie du diesen Moment lebst. Ob in Fülle oder in Mangel. Ob in gut oder in schlecht. Doch es ist, wie es ist. Lediglich deine Wahrnehmung, dein Verstand und deine Wertung geben der Situation oder deinem Leben eine Bedeutung.